Hallo zusammen. Heute bin ich in Oppenau, im Rentschtal, im Schwarzwald. Hier in einer Höhe von 505 Metern gibt es die höchsten naturbelassenen Wasserfälle des Schwarzwaldes. Über 83 Meter erstrecken sich 7 Fälle, die hier über bizarre Kaskaden in die Tiefe fallen. Ich bin den Weg 3-mal gelaufen. Einmal im Sommer, im Herbst und noch einmal im Winter. Der Sommer und der Herbst erfüllten meine Erwartungen. Nur der Winter nicht. Vergeblich suchte ich Eis und Schnee. Die 3 Wanderungen habe ich abwechselnd in diesem Video mit verarbeitet. Die Benennung der Jahreszeit seht ihr unten links. Die Wasserfälle sind ein richtiger Besuchermagnet. Zum einen, weil sie wirklich beeindruckend in ihrem Verlauf sind. Zum anderen, weil die Natur ringsherum fast unberührt und wunderschön ist. Und weil gerade Kinder und besonders wild fließendes Wasser ein ganz besonderes Verhältnis haben. Über Steine springen und sich schon auch mal nasse Füße holen. Und im Sommer auch mal mit den Eltern mitten im Wasser Picknick machen. Wo gibt es das schon? Hier laufen wir nun erstmal so circa 200 Meter entlang des wildromantischen Lirrbachs. Auf dem Rennstallsteig bis zum ersten Wasserfall. An den Fällen entlang kann man einen befestigten Weg die Strecke hoch oder auch runter gehen. Ein besonders schönes Erlebnis ist das, weil man hautnah am Wasserfall ist. Hören, sehen, spüren. Nun der zweite und vielleicht auch schönste Fall. Besonders gut geeignet zum Fotografieren. Steil nach oben gehen zu beiden Seiten die Schluchtenwände. Und weiter geht es dem Fall entlang erstmal die Treppen nach oben. Der Blick zurück. Und hier die Treppen wieder hinab zum nächsten bizarren Wasserfall. (1840) wurde diese wildromantische Schlucht erst begehbar gemacht. Vorher war sie unzugänglich. Und aus diesem Grund, weil sie unzugänglich war, denke ich, ranken auch so viele Sagen um diese Schlucht. Eine Sage berichtete von einem jungen Studenten. Er hatte sich in Eda, einer bildhübschen Zigeunerin, verliebt, die er auch gerne heiraten wollte. Als Zeichen seiner Liebe schenkte er ihr einen wertvollen Ring. Doch sie war unvorsichtig, legte den Ring auf einen Felsen und während sie ihn betrachtete, stieß ein Rabe vom Himmel, stahl den Ring und brachte ihn zu seinem Nest auf einem hohen Felsen.
Um den Ring wieder zurückzuholen, ließ sich der Jüngling an einem Seil den Felsen hochziehen. Dabei riss es aber und er stürzte in den Tod. Als sie ihn suchte, erging es ihr nicht besser. Um in die tiefe Schlucht schauen zu können, umklammerte sie einen Baumstamm, verlor dabei die Besinnung und stürzte ebenfalls in die Tiefe. Der Felsen heißt seitdem Studentenfelsen. Man hört es schon am dumpfen Geräusch des Wassers. Es ist Winter und es hatte 2 Tage vorher durchgeregnet. Mein Lieblingsobjekt, ein abgestorbener und ins Wasser gestürzter Baumstumpf. Schon viele Jahre liegt er unverändert im Wasser und auf ihm beginnt neues Leben. Ich beobachte das schon einige Jahre. 2 Tannen gedeihen sehr gut, nun schon mindestens das 5. Jahr. Beeindruckend. Das war der letzte Wasserfall. Nun gehen wir über die kleine Brücke wieder ein Stück des wildromantischen Lierbachs entlang. In dieser Höhe finden wir sogar noch etwas Schnee. Aber Vorsicht! Die nächste Sage berichtet nämlich, dass hier der Klosterbruder Pauli als ruheloser Geist sein Unwesen treibt. Glaubt man den Erzählungen, so hat er so manchem Fuhrmann einen üblen Streich gespielt. Auch macht er sich einen Jux daraus, Heidelbeersuchern die Ernte auszuschütten. Also geben wir Obacht. Das Ehrenmal des Schwarzwaldvereines, was rechts oberhalb des Weges steht, wurde 1925 zum Gedenken an den im Ersten Weltkrieg vermissten oder gefallenen Mitglieder errichtet. Heute gilt diese Gedenkstätte aber allen verstorbenen Mitgliedern des Schwarzwaldvereines. Terrassen über dem Wasserfall. Zur Zeit des Klosters 1783 gab es hier einen Barockgarten. An seiner Seite fließt der Lierbach an der Mauer entlang und ergießt sich über die Wasserfälle ins Tal. Zu Beginn der kleinen Häusergruppe auf der linken Seite am ehemaligen Pferdestall finden wir eine geschichtliche Ausstellung des ehemaligen Prämonstratenklosters, was von Uta von Schauenburg im Jahre 1191 bis 96 gegründet wurde. Wer Interesse für Geschichte hat, der ist hier sehr gut informiert. Oben drüber ist ein Shop eingerichtet mit Weinen, Spirituosen, Honig und Ölen aus dieser Region und zusätzlich noch netten Schwarzwälder Andenken. Im Restaurant kann man in den Sommermonaten ohne Ruhetag sehr gut essen. Ich bin jetzt im Winter hier und das sind die Öffnungstage nur Donnerstag bis Sonntag. Hier stehen wir 620 Meter über dem Meeresspiegel vor der frühgotischen Klosterruine Allerheiligen. Sie wurde damals aus Buntsandstein gebaut und noch Teile des Langhauses und der Vorhalle und Reste der Sakristei und auch des Kreuzganges sind gut erhalten geblieben.
Der Weg hinauf zur kleinen Kapelle St. Ursula. Die kleine romantische Kapelle St. Ursula aus dem Jahre 1725 wird von Protestanten und Katholiken gleichermaßen genutzt. Sie kann auch zu Trauungen gebucht werden, gleich in Verbindung mit traumhaft romantischem Fotoshooting in den Klostermauern und zum Festtagsmenü im daneben stehenden Restaurant. Von der Kapelle aus gehen wir nun auf dem Rückweg den Sagenrundweg, der parallel zu den Wasserfällen wieder hinunter zum Parkplatz führt. Wir genießen hier noch einmal die wunderschöne, zum Teil unberührte Natur über dem Lierbachtal und schauen die Schlucht hinunter zu den Wasserfällen. Und über die Landschaft bis in die französischen Vogesen. Hier sind wir an der Engelskanzel angelangt. Einer Sage zufolge soll eine Jungfrau vor wildem Kriegsgesindel auf dem Felsen geflohen sein. Als die Verfolger näher rückten, musste sich die junge Frau entscheiden. Entweder ergab sie sich dem Schicksal und lebte fortan in entehrter Schmach, oder sie sprang in den Tod. Im Gebet zu Gott sprang das Mädchen. Genau in diesem Augenblick eilte ein Engel herbei, der sie auffing und unversehrt rettete. Der Reitersprung. Die nächste Sage berichtet. Berittene Österreicher verfolgten im Dreißigjährigen Krieg einen schwedischen Reiter bis zu diesem steilen Felsen am Rande der Wasserfälle. Er trieb sein Pferd zu einem gewaltigen Sprung an, doch dem Tier fehlte die rettende Kraft. Ross und Reiter zerschellten in der Tiefe. Aber Vorsicht! Wenn ihr Pech habt, begegnet ihr auf dem letzten Stück eurer Wanderung dem Moospfaff. Er war ein Geistlicher des Klosters, und weil er auf dem Weg zu einem Sterbenden die Hostie verlor und nicht mehr wiederfinden konnte, wurde er verdammt, nach seinem Tod in der Moos zu geistern. Dabei neckt er Wanderer, führt sie in die Irre und setzt sich übermütigen Menschen auf dem Rücken, bis sie fast nicht mehr laufen können. Wenn euch das geschieht, dann schüttelt euch kräftig, er fällt herunter und geistert dann bei anderen Wanderern weiter. Und jetzt beende ich meinen Rundwanderweg zu den allerheiligen Wasserfällen, die Stufen parallel hoch bis zur Gaststätte mit einer Tasse Kaffee und einem schönen Stück Apfelkuchen, dann weiter noch zur Klosterruine, zur Kirche, zur kleinen Kapelle und auf dem Rückweg den Sagenrundweg, der parallel und oberhalb den Wasserfällen verläuft. Und das war's. Tschüss! Wir sind wieder am Parkplatz angelangt. Bis auf die Stufen am Wasserfall ist es eine leichte Wanderung von knapp 4 Kilometern und einem Höhenunterschied von 360 Metern. Die Strecke ist nicht kinderwagentauglich. Ich freue mich, dass ihr wieder mit auf meiner Wanderung dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und eventuell über ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und tschüss!